Die ersten greifbaren Beweise für die Existenz von den Rundflugzeugen, also der Reichsflugscheibe, sind in filmischen Dokumenten aufgetaucht. Mir wurde zugespielt oder jetzt öfters schon gesagt, da gibt es filmische Dokumente drüber, die von der UFA erstellt wurden, nämlich ein Schulungsfilm für besondere Geheimnisträger, die im Zweiten Weltkrieg an diesen Objekten oder an diesen Projekten mitgearbeitet haben. Doch schauen wir mal gemeinsam rein, was uns diese filmischen Dokumente wirklich über ihre Echtheit preisgeben, würde ich sagen. Ich habe diese Videos selber verwendet, ich habe sie mal zugespielt bekommen und mir wurden jetzt immer häufiger Sachen geschrieben, pass mal auf, du zeigst doch selber Originaldokumente von der Reichsflugscheibe, von der Glocke beispielsweise, wie sie in Ludwikowice, also in Ludwigsdorf im heutigen Polen, erprobt wurde etc. Ich würde sagen, wir gucken mal rein und wägen dann ab, ob es sich um Originalfilmaufnahmen handelt oder ob das nachträglich zusammengebaut wurde oder was auch immer. So, wir starten mit dem Rundflugzeug. Es geht sich um folgende Filmsequenz. So, da sehen wir das schon. Ne? Da sind die ersten Reichsflugscheiben und sie sind auf irgendeiner Bahn und werden durch die Gegend gefahren. Hier steht auch eine Reichsflugscheibe rum, also sehr deutlich, oben eine Wache, unten laufen Leute rum, das ist immer ganz wichtig. Ne? Hier nochmal der Kübel fährt dran vorbei an dieser kleineren Scheibe und hier wird gelaufen. Also überall marschieren hier Soldaten durch. Überall stehen Wachen. Wo gucken die hin? Also wenn ihr in einer bestimmten Funktion seid als Soldat oder Polizist oder anderer Behördler, ihr guckt immer dahin, von wo die Gefahr kommt. Das heißt, seid ihr Polizisten bei einer Demonstration und guckt auf die Demonstranten, dann kommt die Gefahr von den Demonstranten. Seid ihr dafür da, die Demonstration von außen abzusichern, also dass die Gefahr von außen vom Publikum kommt, dann guckt ihr in das Publikum, also habt den Rücken zu den Demonstranten zugewandt. Und beim Militär ist es genauso, da guckt ihr dahin, von wo die Gefahr kommt. Und warum diese Leute jetzt zu ihren Kameraden gucken, ist mir schleierhaft. Auch warum hier diese ganzen Soldaten immer rumlaufen. Ja, also das wirkt schon sehr filmisch gemacht. Ne? Weil es gibt auch keinen Grund, dass man hier Soldatenrotten lang marschieren lässt, lang laufen lässt, ne, im Laufschritt. Warum? Gucken wir mal weiter. In dieser Szene gibt es jetzt wieder, also da guckt einer nach da, noch einer nach da und einer in die andere Richtung. Warum stehen die auf dem Güterwaggon, wo die Flugscheibe drauf ist und was machen die da? Warum stehen die da Wache? Ne? Gibt da keinen Grund dafür, dass die da drauf mitfahren. Ne? So, hier steht einer, er guckt nach da, hier steht einer, der guckt offensichtlich einen Berg an. Warum er das macht, ist mir auch schleierhaft, also ist auch sehr merkwürdig. Ja, also hier stehen auch schön die Soldaten Wache, gucken nach hinten, gucken in alle Richtungen. Warum man da so einen enormen Kräfteaufwand hat und diesen nicht einsetzt, um das Areal, also Freiland, zu überwachen, ne? Verstehe ich nicht. Ist merkwürdig. So, jetzt wird eines dieser Fluggeräte, also wir haben es ja mit zwei Apparaturen zu tun, das ist das kleinere Fluggerät, das wird jetzt hier in so einen Stollen reingefahren mit der Eisenbahn. Ja, langsam fliegt es da rein, also überall stehen Leute rum, hier steht noch ein Offizier rum und beobachtet das Ganze. Ja, wir haben Balkenkreuze da drauf, ja, aber die Balkenkreuze weichen auch ein bisschen ab, weil das ist ja so eine gräuliche Farbe, ob das jetzt Metall ist oder angepinselt ist, weiß ich nicht. Und man hat tatsächlich hier nur die schwarze Umrandung gemacht, also nicht das Weiße in der Mitte. Es wurde im Krieg auch mal geändert, die Farbe ging aus, es wird wahrscheinlich, wenn es die Reichsflugscheibe zeigt, Ende des Krieges sein, aber normalerweise weicht man eigentlich davon nicht ab. Warum das jetzt hier so ist, ist schon äußerst merkwürdig. So, hier laufen auch wieder zwei Offiziere durchs Bild. Und die beiden Wachen gucken noch böse nach hinten, ob nicht irgendwer folgt. Ne? Und hier könnt ihr nochmal das Balkenkreuz in Gänze beobachten. Und schon verschwindet dieser Zug in einer Uferlagerung oder zumindest in einem Stollen. Ja, jetzt wurde auch gesagt, pass mal auf, das kann ja auch durchaus im Jonastal sein, irgendwo Truppenübungsplatz Ohrdruf, da ist eine Bahn, das fährt da rein und ja, wenn wir uns mal das Gestein hier angucken und den Bewuchs, also von der Geologie her, dann passt das jetzt augenscheinlich schon mal nicht ins Jonastal. Das ist das erste, wo wir drauf gucken. Was haben wir da für ein Gestein anliegen? Im Jonastal ist Muschelkalkgestein.
Und das ist ja mehr hier so sandig. Dann liegen hier noch so Felsen rum. Also mal ganz ehrlich, wenn das eine befestigte Anlage ist, eine verbunkerte Anlage, wo solche Apparaturen rein und rausfahren, wieso ist das denn hier nicht irgendwie so abgesichert, dass da kein Steinschlag stattfindet? Ne? Weil diese Steine, und wenn diese Steine beim Bau da runtergefallen sind, dann hätte man sie weggeräumt. Wie gesagt, das ist eine hochwichtige Anlage, wenn da solche Apparaturen reinfahren. Und dann ist das hier außen so rudimentär. Also das kann auch nicht sein. Und wie gesagt, es passt von der Geologie her nicht ins Jonastal. Das ist mehr so Lebenssand, ne, würde ich das deuten. Das ist nicht in Farbe. Deswegen kann ich es nicht hundertprozentig sagen, aber auf den ersten Blick, es passt da nicht rein. So habe ich ja damals auch dieses Video, als ihr sagtet, guck mal hier, da wird ein Eingang gezeigt, da gab es so ein Video von so einer russischen Produktionsfirma, da wurde ja auch gesagt, da hat euch ja irgendwer auf das schmale Brett gebracht, dass das im Jonastal ist. War es ja auch nicht. Das haben wir uns auch schon mal angeguckt. Auf dieselbe Methodik greife ich hier natürlich auch wieder zurück. So, gucken wir mal. Jetzt ist es verschwunden. Schauen wir uns die Szenen nochmal genau an. Also es läuft jetzt nochmal ab. Hier fährt der Kübelwagen, hier steht die kleinere der Apparaturen. So, hier laufen die Offiziere rum, überall stehen die Wachen. Und hier steht das große Fluggerät. Die beiden Kreuze sehen da auch nochmal ganz anders aus. Ne? Hier steht ein Fahrzeug, da steht ein Fahrzeug. Also hier ist offensichtlich ein Start- und Landeplatz, weil nach hier fährt ja irgendwo der Zug weg, wenn ich das jetzt richtig gedeutet habe. Aber wir gucken mal. So, und hier laufen wieder die Soldaten schön im Kreis um diese Flugscheibe. Ja, das ist hier Ertüchtigung der Truppe im Felde, würde ich sagen. Also warum das, wenn da so eine Apparatur landet, warum die Leute überhaupt hier sind. Die Wachen würden viel mehr Sinn machen, wenn ich sie rumherum positioniere, dass sie auch gar nicht mitkriegen, was hier passiert. Weil man will das ja so gut wie möglich geheim halten. Und umso mehr Leute das wissen, umso ja, offensichtlicher wird das, umso mehr Zeugen habe ich, die darüber berichten können. Ne? Dass hier irgendwo vereinzelt ausgewählte, handverlesene Soldaten in Form von Wachpersonal rumasseln, ist völlig verständlich. Aber das ist nicht verständlich. Vor allen Dingen, dass sie hier am Rumrennen sind. Ne? Dann steht hier wieder eine Gruppe. Und wie gesagt, es soll sich um Originalaufnahmen der Ufer handeln. Ja, da laufen auch wieder welche durch die Gegend, also irgendwie in die Richtung gelaufen, so lange nach hier gelaufen, bis sie aus der anderen Richtung wiederkommen. Also es ist merkwürdig. Ja, so, und jetzt sehen wir das ja. Hier steht die große Flugscheibe, hier ist die kleine Flugscheibe. So, und wenn wir jetzt nochmal zurückspringen, das ist zu weit. So, dann haben wir das hier und dann müsste das ja irgendwo in dem Bereich sein, weil ich sehe hier 0 Schienen, also weder nach hier weg und nach hier weg. So, und jetzt gucken wir nochmal auf die nächste Szene. Ja, immer noch keine Schienen, nicht zu sehen. Hier ist eine markante Gesteinsschicht, die merken wir uns einfach mal. Ja, also hier sieht man es nochmal besser, hier ist der Film nicht ganz so schlecht. Eine markante Gesteinsschicht oder abgetragen, also was Markantes suchen wir uns in der Landschaft, das haben wir hier. Da wird noch rumgefahren. So, und jetzt müssten wir gleich, genau, jetzt sind wir hier und hier hinten ist diese Gesteinsschicht. Hier steht das Auto, hier steht das Auto. Das bedeutet, wir haben eben von hier drauf geguckt und konnten das nicht sehen und hier liegen die Gleise und die Gleise gehen auch nur bis hier. Ne? Also hier sieht es so aus, als ob es nicht weitergeht. Vielleicht kriegen wir das nochmal besser rein. Ja, da ist es doch. Also hier sind diese Gesteinsdinger. Das heißt, wir konnten da eben nicht drauf gucken. Der LKW war auch verdeckt und die Schienen gehen offensichtlich bis hier. Also man hat Schienen verlegt, genau hier, bis, weiß ich nicht, was sind das, 50, 100 Meter bis in die Anlage rein und dann quasi Ende. Ist auch schon merkwürdig, aber wenn es sich wirklich um einen Erprobungsplatz handelt von einer unterirdischen Fabrik, dass man diese Sachen da rein und raus, dass die nicht am Reichsbahnnetz angeschlossen sind. Also es ist möglich, vorstellbar, sagen wir vorstellbar wäre es definitiv. Und wie gesagt, ohne Ende Truppenbewegung, Autos fahren rum, Soldaten werden durch die Gegend gescheucht. Die armen Kerle, lasst die doch einfach auch mal Päuschen haben. Und ja, es ist spät im Krieg, also wir erkennen hier das Sturmgewehr 44, ne? Das heißt, es ist zum Ende des Krieges gemacht, also nicht in den Anfangskriegsjahren 1941 ist es nicht, das können wir ausschließen. Und da wird das Ganze wieder reingefahren. Ein stranges Video, was originale Aufnahmen von der Erprobung von diesen Rundflugzeugen zeigen soll. Aufgenommen von der UFA. Also die Machart, es sind nur Ausschnitte. Deswegen haben wir den üblichen Propaganda-Anfang nicht mit dieser Musik Reichsadler eingeblendet, wer dran mitgewirkt hat, etc. Das ist ein Schulungsvideo, aber ein Dokumentarfilm von der UFA. Wie gesagt, wir haben jetzt relativ eindeutig mal geguckt und können eigentlich jetzt schon verifizieren, dass es nicht echt ist. Aber dann kann man ja mal ein bisschen rumsuchen und gucken, was findet man denn über diesen Film und über diesen Dokumentarfilm, besser gesagt. Und man findet über diesen Dokumentarfilm was. Und zwar gibt es den auch in Farbe. Gucken wir mal rein.
Es wird Russisch gesprochen, also russische Offiziere. Also wenn ihr wisst, worüber die reden, ich verstehe kein Russisch, dann gerne in die Kommentare damit oder natürlich eine E-Mail vertrauensvoll an mich unter info@klappspattentv.de. Da kommen die ersten Dokumente schon auf, also das sollen das Symbol der SS sein. Und diese Sachen kennen wir ja aus dem Internet, ne? Das soll das Friel-Gerät zeigen hier. Das ist eine Haunebu. Ja, also die sind im Internet, die kann man finden. Und die russischen Generäle oder Offiziere haben das auch, genau wie das hier soll auch eine Originalaufnahme sein. Natürlich noch ein paar Landkarten dabei, kartografiert, in welchem Teil des Reiches sich denn diese Anlage befindet wahrscheinlich. So, und jetzt gehen wir in den Film rein. Ich weiß nicht, ob das Mai oder März heißt, 1945. Ich tippe eher auf März. Ich weiß es aber nicht, was das für ein Wort ist. Müsste ich jetzt googeln. Machen wir mal. So, dann sind wir bei Google drin im Übersetzer. Geben wir mal ein März. Könnte das hinkommen? Machen wir mal Mai. Ne, Mai ist es nicht, also wird es März sein. Aber es ist hier ein bisschen, wie hört sich das an? Marschировать. Ja. Marschировать. Da wisst ihr Bescheid. Das würde schon hinkommen, würde ich sagen. Wahrscheinlich ist es hier abgekürzt. Ne? Also es ist im März. Und im März ist es eigentlich, also dafür, dass März ist, laufen die noch sehr leicht bekleidet rum. Schauen wir mal. Ne? Also Sommeruniform an. Ein Wissenschaftler dabei, der ist auch nur im dünnen Anzug. Und das Fluggerät macht ordentlich Wind. Ne, also dafür, dass es März 45 ist, sieht es sehr, sehr warm aus. Aber vielleicht ist es ja auch in Südamerika aufgenommen. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Und da ist die Szene. In Farbe. Eine Filmszene aus einem netten Film, der gedreht wurde zur Unterhaltung. Keine Uferproduktion, ich muss euch leider enttäuschen. Gut ist auch, dass sich hier oben der Geschützturm immer noch mitdreht. Also der hat noch Bewegung und wie gesagt, es kommen von hier kommt eine Gruppe Soldaten angelaufen und hier, wahrscheinlich haben die den Auftrag, um das Fluggerät im Kreis zu laufen, um von allen Seiten drauf zu gucken, um es zu bewachen. Also das zeugt eigentlich von dem Film, was stellt man sich unter Militär vor? Ja, wir kennen das alle aus Filmen, da läuft eine Gruppe Soldaten von links nach rechts, von Ost nach West und hast du nicht gesehen. Also eindeutiges Zeichen dafür, weil das ist echtes Militär, funktioniert anders. Поздравляю вас. Er redet Deutsch und die russische Stimme ist einfach nur drüber gelegt. Das ist so typisch für russische Filme. Also wenn die auch übersetzt sind, dann hört ihr immer noch den O-Ton und ein russischer Sprecher übersetzt das dann quasi ins Russisch. So, dann sind wir hier wieder. Да, именно так. Wollen wir weitergehen oder? Ne, komm, wir gucken noch rein. Ich zeige euch das mal. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Ist ja ein cooler Film. So. Und die Jungs marschieren jetzt weg, der Wissenschaftler bleibt zurück. Also alle 5 Meter oder 4 Meter steht natürlich ein Wachsoldat. Aber sie gucken jetzt, hier seht ihr der Lauf vom Gewehr. Das heißt, er ist Blickrichtung abgewandt. Also er steht mit dem Rücken zur Flugscheibe. Und auch hier liegt ein Tarnnetz so drüber, halb über dieser Flugscheibe. Warum? Also das Tarnnetz, das tarnt das Flugobjekt aus der Luft jetzt nicht so gut, dass man das nicht mehr erkennt in so einer Umgebung. Ne? Also auch da ist wieder ein bisschen übertrieben, muss halt spektakulär sein in so einem Film. Ne? Soll halt interessant wirken. Und wer der Wissenschaftler sein soll oder Zivilist, fehlt mir auch. Also wenn ihr Hintergründe habt, ab in die Kommentare damit. Da wird wieder gelaufen. Bereiten Sie die beiden Flugapparate vor, sagt er. Also da laufen auch Zivilisten und so was lang mit Köfferchen oder Mappentaschen durch die Gegend. Ob die jetzt das Fluggerät besteigen, weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall jetzt deutlich, ich mache das mal leiser, wir sind auf jeden Fall jetzt deutlich näher an der Szene dran. Hier geht es in den Kübelwagen rein. Die wollen auch irgendwo hin. Wird nochmal natürlich der obligatorische Gruß. Schaut mal, das darf natürlich nicht fehlen. Die laufen da überall rum und trotzdem wird nochmal gegrüßt. Na, ganz wichtig.
Also so viel wie in Filmen wurde im gesamten Dritten Reich, glaube ich, nicht gegrüßt. Ein bisschen Musik dabei, die das so ein bisschen mystisch macht, das ganze Szenario dort. Und da habt ihr das nochmal. Die große Scheibe, die kleine Scheibe. Die kleine steht schon auf so einem Bahnwaggon. Einfach nur draufgestellt. Es ist sehr untypisch für die Deutschen. Ne? Die hatten für alles irgendwo eine Vorrichtung. Und dass man diesen Apparat einfach auf eine Bahn stellt, ist auch undenkbar. Ne? Also hier wäre irgendeine Vorrichtung, dass das Ding sicher verankert ist, wenn doch mal irgendwas ist, wenn es schneller fahren muss, wenn es rappelt, ein Fliegerangriff ist. Die Deutschen, gerade im Zweiten Weltkrieg, haben immer alles bedacht und viel zu viel gedacht. Das hat sehr viele Sachen verkompliziert, also man hat verschlimmbessert. Dass das Ding einfach auf diesem, schaut euch mal diesen Waggon an, ne? Der sieht dann doch mehr russisch aus. Also, dass eine Hochtechnologie der Deutschen auf so einem, ich sag mal, abgeranzten Bahnwaggon hier stehen, ist auch undenkbar eigentlich. Ne? Tatsächlich. Und hier auch habt ihr das Landewerk oder wie man das nennt, das ist auch ziemlich weit am Rand, anstatt das eigentlich sollte das ja mehr so mittig sein. Was macht das da außen? Ne? Also es ist alles ein bisschen merkwürdig und es sieht sehr filmisch aus und wir haben ja den Beweis dafür, dass es ein Film ist, aber an sowas könnt ihr das erkennen. Ne? Bahnwaggon, das Ding da einfach den Teller da drauf gestellt und zack, ab in den Berg damit. Überall liegt noch Geröll rum, nicht abgestützt, nicht abgesichert. Stell dir vor, die Hochtechnologie, wo es wahrscheinlich nur einen Prototypen von gibt, fährt jetzt ihr rein, ihr habt hier einen Steinschlag und da stürzt irgendwas ab, der Hang rutscht nach. Das knallt hier gegen der Waggon wird weggedrückt und das Ding fällt runter. Also das ist, so geht man mit dieser Hochtechnologie oder Höchsttechnologie, wenn es sie gab, natürlich nicht um. Ne? Da gibt es Sicherungsmaßnahmen. Ja, da ist wieder Bewegung drin, die Soldaten werden wieder gescheucht. Wo die jetzt hinrennen, so schnell, weiß man auch nicht, was die jetzt für einen Auftrag haben. Sie rennen auf jeden Fall, sie werden gescheucht. Und der Waggon setzt sich, ihr seht das ja auch, ist jetzt von hinten aufgenommen, hier ist Ende, da liegt auch wieder. Das Ende dieser Waggonstrecke wird durch Lehmklumpen quasi gekennzeichnet. Da steht nicht irgendwie hier, ihr kennt das alle von so Sackbahnhöfen, da steht dann hinten so eine Vorrichtung, die hat ähnlich diese beiden Dämpfer wie links und rechts an dem Waggon. Ich weiß, sieht man sie noch? Ne, sieht man nicht. Wenn der Zugführer sich verschätzt, dass diese beiden Puffer aufeinander knallen, dass er weiß, oh, ich bin am Ende. Ja, schiebt er zu weit oder bremst zu spät, dann drückt sich einfach die Bahn von den Schienen runter in diesen Lehmklumpen rein. Also das ist auch alles unvorstellbar. Und daran könnt ihr verifizieren, dass es sich, wie gesagt, um einen Film handelt. So, das hier sind diese beiden Puffer, die ich meine. Ne? Die hat jeder Waggon am Ende. Also auf beiden Seiten natürlich, klar. Er wird ja irgendwo angekuppelt. Oder ob das jetzt hier ist, so kann es auch aussehen. Und dann geben wir mal ein. Also ihr habt zumindest mal irgendwo so eine Vorrichtung. Ich weiß gar nicht, wie ich meine, das gibt es aber auch mit Puffern. Oder natürlich auch sowas Mobiles. Gut, dann streiche Puffer, da sind keine, doch hier, da sind diese Puffer drauf, ne, mit Gummi. Und sowas steht besonders bei den Deutschen für so wichtige Technologie, ist irgendwo so eine Apparatur am Gleisende untergebracht. So, und wenn wir jetzt hier noch einmal auf diese Stelle gehen, also der Zug setzt sich in Bewegung, das Ende des Zuges, irgendwo hier hören die Schienen auf und da liegen Lehmklumpen. Er ist nicht echt, es ist halt ein Film. Dann gucken wir uns das auch nochmal an, wie der Zug da reinfährt. Schön abgetarnt mit Tarnnetzen, überall wieder die Soldaten und alle schön hier, schön breitbeinig, böse aussehen, genau wie er, schulterbreit auseinander. Er sogar überschulterbreit, er ist der krasseste Macker ever. In dem ganzen Szenario, richtig wichtig. So, und jetzt guckt euch mal diese Bretterbude hier an. Also, das ist ein Waggon, wo man Hoch- oder Höchsttechnologie draufstellt. Also, das mag ich bezweifeln, ne? Weil das ist ja hier mal, das sieht sehr improvisiert aus, also russisch praktisch gut. Und die haben sich ja zumindest schon mal so hingestellt, dass sie einen festen Stand haben, die beiden Kollegen hier hinten drauf, ne? So, und da sehen wir den Zug, ich weiß nicht, ich kenne mich mit der Eisenbahn nicht aus, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ihr habt bestimmt Ahnung von Eisenbahn, ob dieser Waggon jetzt deutsche Machart ist oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Und wer es weiß, guckt mal, schreibt auch mal in die Kommentare, ob das eine deutsche Apparatur ist oder nicht. Wie gesagt, hier haben wir nochmal den unbefestigten Hang. Schön zu sehen. Das wird da reingeschoben. Da ist nochmals genietet. Ne? Das Fluggerät. Also ist nicht geschweißt aus einem Stück oder wie auch immer. Es ist durch Nieten zusammengefügt. Oder zusammengehalten. Da sehen wir nochmal die Schienen. Überall liegt hier der Lehm rum und irgendein Bewuchs. Ihr habt ja eben gesehen, was das Ding für einen Wind macht.
Ne? Und wenn ihr nur so Lehm habt, das ist ja jetzt Staub. Also im März, für März ist sehr trocken und sehr warm. Die haben auch alle nur ihre Sommeruniform an hier, die Soldaten. Es staubt. Das Ding macht Wind ohne Ende. Also warum ist das nicht befestigt? Weil da kommt doch Staub in die Triebwerke rein, der wird rumgewirbelt, man sieht nichts etc. Also es auch, spricht nicht für eine deutsche Erprobungsstelle, weil dann wäre das hier vernünftig ausgebaut und abgesichert. Also das kann man auch so sehen, dass das jetzt nicht für einen Erkundungsplatz, Startplatz, Landeplatz, wie auch immer ist, für Hochtechnologie. Ein paar Offiziere dürfen nicht fehlen, alle schön hinten die Hände hinterm Rücken zusammen. Jawohl, so wird gelaufen als deutscher Offizier zur damaligen Zeit. Und die beiden Kollegen, die da wieder gucken, das Tarnnetz liegt da noch so ein bisschen rum und wie gesagt, das steht hier einfach nur auf diesem Waggon drauf. Ne? Hier kann man das nochmal sehen, sagt mal, ob das deutsche Bauart ist oder nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Weil normalerweise ist da irgendwo auch hier so eine Bezeichnung DR, also Deutsche Reichsbahn oder sowas, was da drauf stand. Ich habe keine Ahnung. Und es geht rein und wie gesagt, hier, das liegt direkt, also eingleisig ist es liegt direkt neben den Schienen. Er guckt den Berg an, genau wie die gucken auch hier auf den Berg, er auch. Und der guckt, der guckt auch auf den Berg. Also die gucken alle, ich weiß nicht, was die da absichern, wo die hingucken. Oder ob die Jungs das gar nicht sehen dürfen, wird da passiert, weil die nicht die Sicherheitsüberprüfung haben. Ich weiß es nicht. Und hier liegt überall das Geröll rum und null befestigt und hin und her. Hier steht irgendwas, kann man aber nicht lesen. Also hier würde ich sagen, pragmatisch, russisch gut. Ne? Also ist halt ein russischer Film. Musste halt schnell gemacht werden. Dass man das jetzt alles betoniert und absichert für einen Film, ja. Ne? Soweit es ist halt ein Film. Das darf man nicht vergessen. So, und da sind wir auch schon am Ende. Also hier wissen wir jetzt mit 100%iger Sicherheit, es handelt sich nicht um Original-Filmaufnahmen der UFA aus den 1945er Jahren, die eine echte Reichsflugscheibe zeigen, ein echtes Rundflugzeug. Ne? Gucken wir mal weiter. Wir haben noch ein bisschen was, nämlich die Glocke. Da haben ja auch welche gesagt, pass auf, Mackie, du hast in deinen Videos Aufnahmen, echte Aufnahmen der Glocke von 1944-45 drin. Und es geht sich um diese Aufnahmen. So. Die habe ich mehrfach drin, die wurden mir mal zugespielt. Da wurde mir aber auch gesagt, pass auf, da handelt sich das um eine Animation, das ist nicht echt. Und jetzt sind aber welche von euch der Meinung, dass das echt ist. Und wir prüfen mal den Echtheitsgehalt. Also wir sehen hier die Glocke. Und ganz wichtig ist, hier ist ein Hakenkreuz drauf. Das ist ultimativ wichtig. Das hat es im Dritten Reich überall gegeben. Also überall mussten halt die Hakenkreuze drauf sein. Ne? Und als kleines Beispiel, die Natter. Ich meine, es war die Natter. Ich bin mir nicht sicher. Also entweder der Nurflügler oder die Natter. Ich habe einen Bericht über die Natter gesehen. Ich meine, es war dieses Bild. Schreibt es mir mal in die Kommentare, bitte, wenn ihr wisst, um was es sich handelt. Ich meine, es war dieses Bild. Das haben die US-Amerikaner erbeutet während ihrem Vormarsch und haben das dann stolz der Weltöffentlichkeit gezeigt, was Deutschland so Tolles hatte. Und da war demjenigen, der das der Presse gezeigt hat, nicht genügend Hakenkreuze drauf. Und da hat man, ich meine, das war das Bild, auf die Flügel noch Hakenkreuze gemacht. Weil normalerweise war das Hakenkreuz hier hinten mit drauf. So, das hat aber nicht ausgereicht, weil die Kamera relativ weit oben stand. Deswegen hat man die zusätzlich gemacht. Also auch hier, da ist ja ein deutlicher Unterschied jetzt zu dem. Also hier ist einfach nur das Hakenkreuz drauf auf der Natter. Das ist ja auf den anderen Flugzeugen hinten auch, ne, als Hoheitszeichen. So, und hier hat man tatsächlich, ist es die Parteiflagge? Ich weiß, ich kenne mich jetzt so gut mit diesem ganzen Flaggenwirrwarr aus dem Dritten Reich nicht aus. Ich meine, es ist die Parteiflagge. Also wie das auf der Armbinde von den Parteifunktionären war. Das hat man nachträglich da drauf gemalt. Und dann haben wir noch, da sind wir bei mir auf dem Kanal. Ich habe jetzt doch schon ein paar mehr Videos oben. Da müssen wir mal eben gucken, wo das ist. Hier. So, da schauen wir mal rein. So, und zwar sind wir da in meinem Video. Wir sind in Polen, in Ludwikowice, also der Startplatz für die Glocke, der Startlandeplatz für eine Reichsflugscheibe und die Erprobungsstelle für die Glocke. Da steht dieser LKW. Das ist eine nicht deutsche Produktion, aber auf die Türe hat man diesen Reichsadler natürlich drauf gemacht. Ne? Also so viel Hakenkreuze und Reichsadler wie in Polen gab es im gesamten Dritten Reich nicht, meiner Meinung nach. Ne? Wie gesagt, kein deutsches Fahrzeug, Reichsadler drauf. Jetzt gucken wir mal weiter. Überall Reichsadler, Hakenkreuz, die mal mit Nobel AG Mölke Ludwigsdorf. Ne? Ganz wichtig. Ist natürlich auch nicht echt. Ihr seht das schon, das ist irgendwie so Gummi und das ist so imitiert, als ob das hier, also es ist so ein bisschen mit Washing versehen, dass das nach Metall aussieht. Ja, also da haben wir es dann. Das ist der Kreis. Also wen es interessiert, guckt mal in das Video rein. Projekt Riese und die Wunderwaffen, Reichsflugscheibe, Glocke und das Projekt Riese. So, und da sind wir schon.
Wir haben hier so eine tolle Türe, das ist eine LS-Türe, also eine Luftschutztüre. Und weil natürlich in so einem Hochtechnologiezentrum eine normale Luftschutztüre nicht ausreicht, hat man da natürlich noch einen Reichsadler mit Kreuz natürlich drauf gemacht. Und damit das richtig wichtig aussieht, ist hier noch ein Handrad dran, ne? Also so ein Drehrädchen. Doch was dieses da macht, weiß man nicht. Der Tourist bekommt hier einiges an Sensationen geboten. Ja, weiter unten in dem Bunker. Es ist Sensation. Überall sind diese Dinger drauf. Und mit dem Wissen gucken wir jetzt nochmal auf diese Geschichten. Da ist es auch wieder drauf. Wie wahrscheinlich ist es, dass auf einem experimentellen Fluggerät, wo keiner weiß, wie es sich verhält, was es tut und wie es weiterentwickelt wird, dass man dahin geht, also selbst wenn es so reif ist, dass man sagt, wir machen die ersten Flugversuche damit oder Schwebversuche oder nennt es wie ihr es wollt, dass da direkt das Hakenkreuz drauf kommt. Na, also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Guckt euch mal eine V1 oder eine V2 an, als die erprobt wurde. Wir gucken mal rein. Das ist jetzt hier so eine, wir sind bei Wikipedia, da findet ihr das nicht drauf. Also die hat auch noch die Erprobung, also das ist ja nicht die tatsächliche Lackierung, das ist für die Erprobung, ne, für die Videoaufnahmen. Damit kann man irgendwas ausmessen, keine Ahnung. Also hier habt ihr die tatsächlich überall. Ne, da auch, kein Hakenkreuz drauf. Hier sind die verschiedenen Tarnanstriche, also aus der, so da fliegt sie und hier liegt sie rum, da steht sie rum, da ist kein Hakenkreuz drauf, komischerweise hier. Das ist eine Originalaufnahme, ist vom Bundesarchiv, ne, kennen wir ja auch schon, kein Hakenkreuz drauf. Ne? Hier ist eine in Tarnanstrich, würde ich jetzt, ja, geheime Kommandosache A4, kein Hakenkreuz drauf. Hier ist auch nochmal gut zu sehen, das Bild ist ein bisschen unscharf, kein Hakenkreuz drauf. Hier wiederum ist dieses Kreuz halt drauf und deswegen sage ich schon oder weiß sofort, ich kann dieses Video nicht als echt ansehen. Ne? Wir schauen einfach mal weiter, also es dreht sich, es fliegt hier in Ludwigowitz rum, das ist dieser Betonkreis. Wir gucken, ob noch eine größere Aufnahme kommt. Also es fliegt, es ist wild und hier, da ist es. Ne? Und zwar ist es, hier kann man es ganz gut sehen. So, das ist dieser Betonkreis, das ist Ludwigowitz. Ne? Also Ludwigsdorf, da soll diese Glocke erprobt worden sein und hier sollen die ersten Versuche in diesem Kreis stattgefunden haben. So, und das zeigt jetzt unser, ja mittlerweile ist hier ein Feuerplatz. Ne? Der war da damals aber nicht, da hat man nicht munter rumgegrillt, da wurde erprobt. So, das ist dieser Betonkreis, den wir hier tatsächlich sehen. Ne? Und da fliegt die Glocke unkontrollierbar, gehalten durch dicke Stahlseile, durch die Gegend. Sie hat Lichtemissionen, also hier strahlt Licht raus. Die Aufnahme ist ultimativ schlecht. So, hier kann man es nochmal sehen. Ja, aber auch nicht gut. Also wichtig ist, dass die Kamera immer auf das Kreuz zeigt. Dass man das zu jeder Zeit sieht, wo es sich drum handelt. Wir sind sehr nah dran. Ja, da ist dieser Kreis und da fliegt diese Apparatur durch die Gegend. Ja, da macht sie Lichtemission, das Kreuz ist wieder zu sehen, sie ist hier an Ketten befestigt. So sieht das Ganze aus und das habe ich in mehreren Videos drin, also mir ist es als Animation zur Verfügung gestellt worden. Hier, nimm das, wenn du mal was haben willst, wie das ausgesehen haben soll. Nimm das, guck dir das mal an, so sieht das aus. Ich sage, jawohl, vielen Dank, habe das mit in die Videos gebaut. Und jetzt kamen immer mehr, weil diese Projekt Riese Videos relativ stark geklickt werden, jetzt wieder in der Neuzeit. Gibt es viel Interesse dran? Also gibt es auch weiterhin Interesse von euch, sagt mal Bescheid. Dann fahre ich nochmal zum Projekt Riese, also Reise nach Polen und schaue mich da nochmal um, weil da habe ich noch ganz, ganz viele Sachen gar nicht gemacht. Die würde ich mir auch noch ganz gerne angucken. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr Bock auf das Projekt Riese? Dann würde ich mich da jetzt demnächst nochmal hinbegeben und wir gucken mal, was wir über das geheime Projekt Riese alles noch so in Erfahrung bringen können. Kriegen wir ein paar schöne Reportagen zusammen auf jeden Fall. Da ist viel, viel Interessantes. Wurde mir jetzt öfters geschrieben, pass mal auf, lieber Mackie, da hast du doch schon Originalaufnahmen von der Glocke. Das ist doch der endgültige Beweis, dass diese Apparatur existent war, dass man an dieser Apparatur geforscht hat und dass diese Apparatur zum Einsatz kam. Anhand von diesem Video. Na, wie gesagt, das ist eine Computeranimation, das ist nicht echt. Und hier habe ich das eindeutige Indiz dafür, ist wie gesagt dieses Hakenkreuz. Was hat das da verloren? Also, ne, hier gut zu sehen. Warum soll man das da drauf malen? Und warum steht die Kamera da nur da? Und wie sind diese Aufnahmen von hier oben entstanden? Wo stand der Kameramann? Eine Drohne hatten die noch nicht.
Ne? So, und das springt hin und her, dann mal zoomt er rein, dann ist es mal wieder woanders. Das ist eine Computeranimation, nichts anderes. Also das ist nicht echt. Seid da auch kritisch, wenn ihr sowas gezeigt kriegt. Glaubt nicht alles, prüft selber mal. Und in dem Fall ist, wie gesagt, dieses Hakenkreuz ein eindeutiges Indiz dafür, dass es nicht echt ist. Ja, was es damit auf sich hat, ich kann es euch nicht sagen. Ich würde euch gerne Original-Videomaterial zur Verfügung stellen. Wenn es das gegeben hat, würde es auch dazu Videomaterial geben. Entweder wurde das vernichtet, erbeutet oder liegt noch irgendwo im Geheimen. Das weiß man nicht. Aber mir ist keins bekannt. Wenn ihr weitere Sachen habt, wo ihr sagt, pass mal auf, da ist noch ein Video, guckt dir das mal an, dann schickt mir das gerne rüber. Wenn ihr speziell auf irgendein Video oder irgendwas eine Reaktion haben wollt, beziehungsweise eine Prüfung, dann haut mir das auch rüber oder schickt mir einen Link, da gucken wir uns das mal gemeinsam an. Oder natürlich, wenn ihr noch neue Videos habt, die könnt ihr mir auch zuschicken, wo ihr sagt, pass mal auf, das ist echt, dann können wir da auch mal rüber gucken. Vielleicht haben wir ja irgendwann auch mal eine echte Aufnahme dabei. Und wie gesagt, wenn ihr öfters mal eine Reaktion haben wollt, also ich habe einen relativ großen Wissensschatz, ich habe mittlerweile genügend Erfahrung, um solche Sachen halt beurteilen zu können, ob sie echt sind oder nicht. Anhand von diesen Sachen, was ich nicht kann, ist, ja, ob Bilder bearbeitet worden, gefälscht worden, es sei denn, es ist komplett eindeutig, wie die Bilder aus dem Jonastal, die man nachher gefälscht hat mit ja, den kleinen Türmchen, Belüftungsanlagen da oder was es war von der Reichskanzlei, also vom Führerbunker. Das kann ich natürlich, aber wenn jetzt irgendwo ein Gesicht nicht richtig zu erkennen ist, ob das eine KI erstellt hat oder nicht, das kann ich natürlich nicht. Aber sobald Technik dabei ist, da kenne ich mich mit aus, da können wir dann mal rüber gucken oder mal auf einen Kriegsfilm reagieren, wenn ihr da Bock drauf habt, was ist wirklich möglich, also was entspricht der Realität und was nicht. Das können wir auch mal machen. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Dann können wir ja zusätzlich so ein paar Reaktionsvideos noch mit einbauen, wo wir uns mal die Möglichkeiten angucken, ob das möglich ist oder ob das nicht möglich ist, aus militärischer Sicht, aus technischer Sicht, wie auch immer wollt. Ja, Volks, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Nochmal vielen Dank für die ganzen Kommentare, die ganzen Unterstützungen und die ganzen E-Mails. Ich hab euch lieb, bitte macht weiter so. Das wird erst vollkommen durch euch, weil Auftrag Geschichte wäre ohne euch auch nichts. Und deswegen geht nochmal ein dickes und donnerndes Danke an euch raus. Und wir sehen uns nächste Woche Dienstag um 19 Uhr mit alter Frische und neuen Elan zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.